Ich heiße euch herzlich willkommen in Darmstadt. Wir sind hier mal wieder, das heißt mal wieder. Wir haben hier schon jetzt sehr schön erkennbar militärische Struktur. Darmstadt war früher voll von Wehrmacht, danach voll von Amerikanern. Hinter dem Zaun befanden sich die ehemaligen Kelly Barracks. Davon stehen auch noch ein paar Gebäude. Dieses hier muss alles auch schon amerikanische Liegenschaft gewesen sein. Das war irgendeine Art Ring- und Verbindungsstraße. Ihr seht ja, wie klasse das hier oder wie breit das hier ausgebaut ist. Alles gepflastert, sieht richtig toll aus. Da vorne findet sich ein ehemaliges Baseballstadion. Das wird auch heute noch bespielt durch eine Darmstädter Baseballmannschaft. Und genau in dem Bereich befindet sich das Pole Storage, Petrol Oil Lubricants der Amerikaner. Das ist, moin, das ist auf dem Geländemodell sehr schön zu erkennen. Es gibt eigentlich nirgendwo etwas, wo es beschrieben ist, dass es das ist. Es gibt nur eine einzige Quelle, wo der Manfred das herausgefunden hat, was es überhaupt war. Wir sind da gestern Abend noch hier eine halbe Stunde wieder mit Google Maps und so weiter durch die Gegend geflogen und haben gesucht. Ich habe das Ding nämlich auf einem Geländemodell, habe ich das erkannt. Und es war auch erst nicht sicher, ist das Wehrmacht, ist das amerikanisch, ist das Wehrmacht danach genutzt. Es ist auf jeden Fall nicht Wehrmacht, es ist rein amerikanische Struktur. Parkplatzsituation hier. Ganz, ganz schwierig. Hier ist überall Halteverbot. Ihr seht da die Schilder. Kannst hier nicht anhalten. Selbst da vorne, da ist so eine kleine Schotterfläche. Da darf man auch nicht anhalten. Vor dem Stadion, auf dem Luftbild. Sehr schön erkennbar. Stehen ganz viele Autos. Blendet euch das mal ein. Die Situation hat sich komplett geändert. Da ist nichts mehr mit Parken. Deshalb haben wir hier schon wieder auch so eine Situation, wie ich sie schon so oft erlebt habe. Du guckst etwas nach auf dem Luftbild und denkst, jo, so geht's, da kann man anhalten und so weiter. Und vor Ort, ja, geht da gar nichts mehr. Ne? Also, ich gucke gleich, wo wir parken können. Wenigstens eben hier das Tor mitnehmen von den Kelly Barracks. Hier haben wir natürlich auch wieder die wunderbaren Anfahrschutz, Betonblöcke. Man kann hier natürlich noch etliches mehr filmen in dem gesamten Bereich. Das ist aber eben halt auch ein anderes Thema. Ja, deswegen gehe ich jetzt hier nur mal so ein paar Meter drauf. Es ist schwer drückend schwül. Wie man sehen kann, der Zaun hört auch hier vorne auf und hier ist jetzt einfach nur Brachfläche. Ja, hier vorne das ist alles mittlerweile nachgenutzt. Da ist wahrscheinlich sehr viel abgerissen worden und neu gebaut und ja, wie das jetzt genau ausgesehen hat, ist eben nicht Bestandteil des Videos. Wie gesagt, nur ganz kurz eben, dass ihr mal einen Eindruck hier hattet von diesem Torbereich. Ich sehe zu, dass ich jetzt dahin irgendwo anhalten kann, damit wir uns da vorne mal in den Wald begeben können, um zu schauen, was sieht man da überhaupt noch. Bleiben! So, hier ist mal wieder ganz, ganz, ganz interessant. Hier besteht kein Halteverbot. Hier bleiben! Dann haben wir hier genau dieses Teil. Ja, das habe ich mich hier hingestellt, weil hier ist nichts. Hier ist auch schon seit Jahr und Tag niemand mehr reingefahren. Hier steht auch nicht, dass man nicht anhalten darf. Hier steht Forstweg gesperrt, das kennen wir normal. Also ist jetzt eben so, ich stehe jetzt hier, ich hätte auch woanders anhalten können, wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Aber es gibt nichts eigentlich rein rechtlich, was dagegen spricht, dass ich hier stehe. So, wir sind jetzt hier in dem Gelände und wir werden uns jetzt hier umschauen. Alles andere ist für mich nicht akzeptabel. Wir haben hier links schon mal irgendeine Struktur. Ein Übrigbleibsel. Tja, ein ehemaliges kleines Wachhäuschen vielleicht. Fragezeichen. Viel zu sehen ist hier nicht. Es könnte sich um ein Postenhäuschen gehandelt haben. Muss aber nicht. Ich filme noch mal eben kurz oben rein. Ich glaube, da ist aber nur noch... Da ist doch, glaube ich, nichts mehr erkennbar da innen drin. Ist das drin das sein?
Ah ne, da geht's runter. Ach, das könnte hier auch, könnte auch ein Toilettenhäuschen gewesen sein. Kann das wohl sein? So ein Donnerbalken. Das mag natürlich sein. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Das könnte hier ein Donnerbalken sein. Ja, wir gehen hier weiter. Und ich muss jetzt gleich erstmal das Geländemodell bemühen, weil ich noch nicht weiß, ob wir hier überhaupt irgendwas zu sehen bekommen oder nicht. Und je nachdem, wie viel man hier so sieht, wird das Video entsprechend länger oder auch kürzer ausfallen. Das ist auch vollkommen klar. So, hier haben wir schon mal eine Wegegabelung. Da geht es links ab. Und hier haben wir auch schon etwas. Komm mal her. Komm mal her, du kleines Ding. Hier haben wir auch schon was zu sehen. Das heißt, hier ist in irgendeiner Weise, ich nehme schwer ein Fundament. Gehe da mal eben näher dran an die ganze Sache hier. Oh ja. Ich filme euch das mal eben. So sieht das hier aus, von etwas näher betrachtet. So. Da oben drauf ist auch noch mal so ein Sockel. Hier ist auch noch mal irgendwie was, als wenn da oben noch was, als wenn da oben auch noch was drauf stand. Hier vorne scheint das auch so schräg abzufallen. Ja, das fällt hier so schräg ab. Und hier, das ist hier so ein Sturz ist das hier im Endeffekt. Das kann ich jetzt nicht wirklich sehen. Da scheinen auch noch Aussparungen drin zu sein. Ja, und dann geht das hier so weiter. Und da vorne ist auch noch so ein Betonsockel. Links wie rechts. Könnte hier auch eine Treppe gewesen sein, dass hier eine Treppe hoch war. Ja, Fragen über Fragen. Aber wie Sie sehen, man sieht noch etwas. Und ich rufe mal eben schnell das Geländemodell auf. Dann machen wir das mal eben alles live. Ja, perfekt. Wenn man sehen kann. Ja, da links neben unserem Punkt, da ist dieses Teil. Und da sind wir jetzt. Und hier seht ihr auch die anderen Strukturen, wenn ich euch die nicht schon vorher eingeblendet habe. Wir gucken uns jetzt hier noch mal so ein bisschen um. Wir machen einen kleinen Rundgang. Und ich nehme euch wieder mit, sobald ich hier noch was gefunden habe. Bleibt dran. So, hier links haben wir die nächste Struktur. Das ist ebenfalls wieder auf der Geländemodellkarte sehr schön erkennbar. Oh, hier haben wir noch ein bisschen mehr zu sehen. Und zwar haben wir hier oben so ein Kanteisen vorgesetzt. Da würde sich für mich jetzt Folgendes daraus erklären. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Amerikaner, wie sie das so häufig gemacht haben, die ganze Geschichte. Ja, hier geht es auch irgendwie runter. Das ist auch so eine Art Treppenaufgang. Die Sachen werden hier oben gelagert haben. Und hier, das wird eine Laderampe gewesen sein, gehe ich von aus. Das haben wir schon häufiger gesehen. Die Bundeswehr hat ja das alles in der Regel unten am Boden, also auf dem Straßenniveau, auf dem Höhenniveau der Straße. Die Amerikaner haben das ja immer gerne auf der Ladehöhe der Kfz gehabt. Und deswegen werden da auch diese Sockel im Endeffekt hier noch so hoch stehen. Hier ist schon wieder so ein Teil. Hier hat auch mal eins gestanden. Und laut Geländemodell ist das auch so. Da sind wir genau auf der Höhe dieses Teils. Das ist natürlich interessant. Wäre natürlich noch schöner, wenn man das alles mal freilegen würde. Dann sieht man eben mehr von dieser Struktur. Aber alles in allem ist das hier ein schöner Fund, weil das, glaube ich, auch wieder so eine Geschichte ist, die gar nicht großartig noch bekannt ist. Wo es glaube ich, ja, ich glaube, wo es irgendwie nichts drüber gibt. Ich glaube, keine Einträge. So, wir sind hier an so einem Wegedreieck, an einer Wegegabelung auch wieder. Da hinten, links runter, da habe ich gerade auch schon was gesehen durch das Laubschimmern. Da bin ich ganz gespannt. Gucken wir uns gleich an. Wir gehen jetzt erst noch mal eben hier weiter runter. Schauen mal, was sich hier noch so tut. Hier muss es auch mal reingegangen sein. Und hier vorne stand auf jeden Fall auch mal ein Gebäude. Das kann man bis jetzt eigentlich am schönsten erkennen. Hier links, dieses Teil.
Da gehen wir noch mal eben hier an die linke Seite dran. Ja, guck mal an. Da möchte ich das möchte ich doch ganz klar als Treppe verorten, dass man da eben hochgehen konnte. Und dann war man da entsprechend auf diesem Pollagerhaus. Hier ist natürlich jetzt auch erstmal so auf den ersten Blick nicht erkennbar, dass hier irgendwo hätten Gefahrstoffe aufgefangen werden können. Die Dinger hier, die scheinen recht eben zu sein. Also wie man da mit Gefahrstoffen ausgelaufen wäre, umgegangen wäre, das vermag ich hier nicht zu sagen. Das ist da bei den Bundeswehrsachen eigentlich selbst erklärend. Da geht es ja immer schräg nach unten und dann kann sich da die Suppe sammeln. So, da vorne haben wir einen Hydranten und hier können wir noch mal nach rechts gehen. Das heißt, laut des Geländemodells, ja, hier ist so auch so eine leichte Kante, wie ihr seht. Aber da habe ich jetzt keine Eintragungen über ein Gebäude. Wir gehen hier mal nach rechts weiter. Und ja, wir befinden uns hier auf der Hauptzuwegung zu dem Gelände. Das gucken wir uns auch mal eben an. Denn da vorne sehe ich schon, das Tor ist noch da. Und hier haben sich auf jeden Fall auch Gebäude befunden, von denen ich jetzt aber auch so hier in dem Baumbergestrüpp nichts zu erkennen vermag. Dennoch schauen wir mal eben hier vorne nach dem mutmaßlichen Haupteingang. Ah ja, doch, hier sieht man noch ein bisschen was. Da haben wir auch wieder diese Laderampenstruktur. Gucken wir mal eben hier. Ja, nee, Haupttor ist Quatsch. Wir kommen, wenn wir hier geradeaus weitergehen, diesen Pad hier folgen, dann kommen wir zu diesem kleinen Schotterplatz. Hier vorne befindet sich das Baseballfeld. Wir gehen jetzt hier mal zurück. Das könnte aber dennoch die ehemalige Hauptzufahrt hier gewesen sein, weil das ja alles von der Seite da vorne auch amerikanische Liegenschaft war. So, ja, ich gehe die Straße runter und ja, ich melde mich dann, sobald ich hier wieder was Interessantes eingefangen habe. Ja, genau, aus der Richtung kommen wir. Ich hatte ja vorhin schon kurz auf den Hydranten gefilmt. Den filme ich euch jetzt noch mal eben ein bisschen genauer ab. Wir werden unseren Weg jetzt erstmal nach vorne runter fortsetzen. Ja, hier ist auch das Gleiche. Hier laufen natürlich auch Leute mit ihren Hunden. Hier links haben wir wieder irgendeines dieser Strukturen, eines dieser Häuser. Kann ich euch auch alles einblenden, die Karte, wo ich hier war. Ja, der Hund zieht natürlich jetzt, weil er da unbedingt hin möchte. Oh, hier haben wir auch noch rechts, guck mal an, das ist bisher das am schönsten gehaltene. Das sieht klasse aus. Hier sieht man auch, dass dieser Treppenaufgang recht schmal war. Ne? Der hörte dahinter dann auch schon wieder auf, das Ganze. Aber hier sieht man die entsprechende Farbe, die da mal aufgewacht war. Ja, und dann sieht man hier auch diese Betonklötze, die wir vorhin ja auch schon kurz angefilmt hatten. Also da war dann im Endeffekt so eine Hallenkonstruktion oben drauf, nehme ich an. Dass das so eine Leichtbauweise war. Also vielleicht auch so Eternit-Plattenbauweise. Ne? Und dann hatte man da die Sachen untergestellt. Ich gehe davon aus, dass das halt auch so eben offen war, wie man diese Gefahrstoffe nun mal auch bei der Bundeswehr gelagert hat. Da konnte ja auch immer Luft dran. Hier links, unschwer zu erkennen, eine weitere dieser ich nenne die einfach jetzt Polschuppen, dieser Polschuppenstruktur. Klasse. Also hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass wir hier doch noch so interessante Eindrücke haben. Ich hätte damit noch weniger gerechnet. Aber das Geländemodell zeigt die Konturen schon ganz gut. Von daher passt das. So, jetzt wollen wir mal eben hier noch einen kleinen Blick auf das Geländemodell werfen. Ja, wir sind hier in der Spitze der Angelegenheit. Wir können jetzt hierher zurückgehen und schauen wir mal, was wir da noch sehen. Hier rechts ebenfalls wieder
so eine Pulsschuppenstruktur, Laderampenstruktur. Die ist auch in diesem Fall länger. Die ist, guck mal hier, die zieht sich von da bis da vorne rüber. Das ist also ein deutlich längeres Gebäude. Zeige ich euch auch auf dem Geländemodell, weil jetzt die ganze Zeit das Handy zu filmen, das ist glaube ich auch nichts, halbes nichts Ganzes. Also schauen wir mal weiter hier. Ja, wie gesagt, ich habe da vorhin noch was gesehen, das sah sehr bläulich aus. Gucken wir mal, was das noch gibt. Ja, jetzt sind wir hier nochmal an so einer Sägegabelung. Ich habe halt diverse von diesen Polschuppen gefunden. Die hätte ich jetzt alle noch filmen können. Macht aber jetzt auch nicht so viel Sinn, weil die jetzt letzten Endes auch alle gleich aussehen. Ich bin ja schon mal froh, dass das überhaupt hier noch sich so darstellt. Das ist schon mal was Blaues. Das wird auch wohl ungefähr das gewesen sein, was ich gesehen habe. Da wird wohl einer auch mal irgendwas blau angemalt haben. Ich gehe jetzt noch mal eben in den Wald hier vorne, denn ich habe da noch was gesehen. Dem wollte ich doch mal eben einmal auf den Grunde gehen. Wo wir hier sind, blende ich euch ein. Wir haben halt hier noch irgendeine Grube. Irgendwer hat hier mal was gegraben. Was das mal war, ja, woher soll ich es wissen? Das habe ich aber auf dem Geländemodell eben sehr gut erkennen können, dass hier noch was ist. Und ich wollte doch mal eben schauen, was ist es? Nicht, dass wir hier doch noch irgendwie was haben, ne, was nachher von irgendeiner Art von Belang ist. Dass das hier doch noch irgendwie so eine Art, ne, Eingang zu einem Luftschutzraum oder sowas war. Positiv zu erwähnen dabei ist allerdings, dass ich jetzt hier auf der Rückseite eines der Gebäude bin. Da vorne verläuft der Weg, da ist die vordere Seite und hier sehen wir 1, 2, 3, 4 von diesen Betonteilen und da haben wir auch noch entsprechende Eisenarmierung dran. Das können wir uns mal eben ein bisschen genauer angucken. So, das Ganze hier ist nach hierhin verbogen. Das war wahrscheinlich mal einfach gerade. Das heißt, diese beiden, ja, was sind das? Auch so Stehbolzen irgendwie. Da, ne, hier oben ist so eine Mutter. Das stand also alles mal nach links. Und dann wird hier vermutlich mal irgendwas so dran befestigt gewesen sein. Aber alles reine Vermutung. Hier haben wir ebenfalls so ein Ding. Auch, ne, mit so einem Teil, wo dann mal irgendwelche Bolzen drin waren. Und hier ist das genauso angelegt. Ja, also irgendwie war da halt die äußere Gebäudestruktur dran befestigt. Muss man schwer von ausgehen. Hier das nächste. Und dann kommt hier schon wieder eins. Ach, guck mal hier. Jetzt erklärt sich das auch. Jetzt erklärt sich das. Ne, oder nicht? Oder doch nicht? Ja, jetzt erklärt sich das hier. Hier haben wir nämlich noch einen Originalbesatz. Jetzt weiß ich auch, warum das so breit war. Weil das Holzpfosten waren, die hier standen. Da waren Holzpfosten angebracht. Und hier geht die Geschichte nämlich entsprechend weiter. Dann haben wir wieder einen und wieder einen. Da hinten ist auch wieder einer. Und es müsste eigentlich noch in der Mitte noch einer sein, vom Abstand her. Ist auch, haben wir auch. Und da vorne ist auch noch ein Stückchen von dem Holz. Das heißt also, auf diesen Plattformen waren 1, 2, 3, 4 Stück. Und nochmal eben entsprechend in die Richtung 1, 2, 3, 4 Stück. So waren dann unterschiedlich da, beziehungsweise waren da so kleine Lagerfächer hier eingeteilt und da mussten die Klamotten da drin gestanden haben. Also komplett anders strukturiert, als wir das hier in Deutschland gehabt haben. Das würde mich natürlich jetzt mal interessieren, wie hat es damals ausgesehen? So, der Hund ist sehr warm, deswegen schabt er sich was frei und legt sich da rein. Das kann der, also das hat er instinktiv drauf. Wir gehen jetzt auch ins Auto, also keine Sorge, hier werden keine französischen Bulldoggen gequält. Im Auto steht ja diese Richtung, circa 100. Da schlagen wir uns jetzt durch den Busch. Ja, und damit kann ich diesen kleinen Ausflug hier in Darmstadt auch schon wieder beenden. Das Pollager der Amerikaner hier direkt bei den Kelly Barracks gelegen.
Cool, ist cool, finde ich. Auf jeden Fall mal wieder Struktur, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und vor allen Dingen bin ich hoch erfreut darüber, dass hier überhaupt noch was zu sehen ist. Richtig klasse, cooles Ding ausgegraben. Nicht vielleicht so optisch, vielleicht erstmal nicht so spektakulär. Aber alles in allem betrachtet, finde ich es eine runde Sache hier. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, einen Kommentar, schließt gerne ein kostenloses Abo mit oder für diesen Kanal ab. Ihr könnt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft oder PayPal-Spende unterstützen in meinem Schaffen und Tun. Ich wünsche euch alles Gute, bis demnächst. Ciao, Kakao. Ja, eins filme ich euch doch noch mal eben kurz. Hier ist, wie ihr kennen könnt, auch noch mal so ein Sturz. Und hier oben drauf sehe ich keine dieser Elemente. Das ist auch wieder so ein langes Gebäude hier. Zeige ich euch auch in der Geländemodellkarte. Es ist natürlich auch immer eine Frage, ob sich hier eventuell auch etwas zum Verladen, mit der Bahn, was soll das denn jetzt? Zum Verladen mit der Bahn befunden hat, aber ich glaube erstmal nicht. Interessant ist auf jeden Fall hier, dass wir da vorne diesen Betonsturz haben und sich das nach hier hinten nicht mehr darstellt, dass hier ein Betonsturz ist. Aber das war bei den anderen ja auch. Die waren ja, also wie war das gerade? Die hatten hinten auch nichts. Ja, genau, die laufen hier so aus. Deshalb sehen die auch im Geländemodell so aus, wie sie aussehen. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie das sein kann, warum das so ist. Aber die Erklärung ist ganz einfach. Die haben eben vorne nur ganz einfach so eine Laderampenstruktur da dran gebastelt. Und den Rest haben die dann hier so gelassen, wie es das Gelände das eben vorgegeben hat. So, Hund einsammeln, jetzt geht es auch wirklich zurück. Wir machen doch noch mal eben eine ganz kurze Sequenz aus dem Off und ich habe euch hier, ich will euch mal eben kurz zeigen, wie schwierig das ist, dieses Depot überhaupt zu erkennen. Also wenn ich diese Geländemodellkarte nicht gehabt hätte, dann wäre ich da nicht drauf gekommen, dass da ein Depot war. Ihr könnt hier unschwer erkennen den Baseballplatz und oben rechts in der Ecke markiere ich euch auch mit dem Pfeil. Das sind dann schon die oder Teile der ehemaligen Liegenschaften der Kelly-Kaserne, der Kelly Barracks. Was wir ja auch erkennen können, dass diese Ringstraße, an der ich mich da zuerst befunden habe und gefilmt habe, dass die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existent ist. Und ja, links neben dem Baseballfeld, also sprich westlich des Baseballfeldes, da ist auch nur Wald. Da kann man nicht irgendwie erkennen, dass da was wäre. Also meines Erachtens, dieses Depot hat es damals noch nicht gegeben. Und wir sprechen hier von 1953. Muss also später entstanden sein. Es liegen da keine Daten zu vor. Man kann das dann nur halt anhand dieser Luftaufnahmen irgendwie eingrenzen. Also ja, 53 war es noch nicht da, entsprechend später. Wir gucken uns jetzt nochmal eben auf Google Earth eine Aufnahme an, wie das damals ausgesehen hat. 2000, glaube ich, ist die Aufnahme. Ich blende es euch ein. So, ja, 2000 müsste diese Aufnahme sein. Man erkennt hier auf jeden Fall links des Baseballfeldes, wenn man halt genau hinschaut, immer so kleine schwarze Lücken in den Bäumen. Das ist dann schon immer so ein bisschen verräterisch. Das lässt dann darauf schließen, dass da halt irgendwo was ist, ne, wo eben entsprechend kein Baumbewuchs stattfindet oder kein höherer Baumbewuchs stattfindet. Das ist dann das Einzige, wo man dieses Depot einigermaßen verorten kann. Interessant wäre halt, ich sag mal, eine Luftaufnahme von 1980, weil das da mit Sicherheit gut zu erkennen war. Aber was wir nicht haben, haben wir eben nicht. Von daher können wir es nicht vernünftig visualisieren. Was wir aber hier sehen, ja, ist klar, ne, diese Panzerringstraße, die ist natürlich da. Das wäre auch merkwürdig, wenn die 2000 nicht da gewesen wäre. Und wir sehen eben auch von den Kelly Barracks selber, da ist noch ja, die ursprüngliche Struktur, so wie es da mal in der letzten Ausbauphase war, ist da eben noch vorhanden. Wir sehen hier oben Parkplätze. Ich glaube, da vorne ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Sportplatz. Ja, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was das alles ist. Ist ja auch nicht Thema des Videos. Aber das seht ihr mal, so sah es halt 2000 da noch aus. Und heute ist da oben einfach gar nichts mehr. Das ist komplett abgerissen und andere Firmen haben sich da angesiedelt.
ja, der Lauf der Dinge. So, und jetzt beende ich auch das Video von hier und wünsche euch alles Gute. Bis die Tage. Ciao, Kakao.